Der März ist im Garten kein lauter Monat. Er ist ein Übergang. Unter der noch kühlen Oberfläche beginnt bereits Bewegung. Erste Triebe zeigen sich, das Bodenleben wird wieder aktiver und gleichzeitig erinnert uns das Wetter daran, dass der Winter noch nicht ganz verschwunden ist. Genau diese Spannung macht den März so entscheidend. Wer jetzt aufmerksam beobachtet, ruhig vorbereitet und nicht zu früh zu viel will, legt die Grundlage für eine stabile Gartensaison. Willkommen bei Garten Lea. Der März fühlt sich oft wie ein Neubeginn an. Nach den stillen Winterwochen zieht es einen wieder nach draußen. Die ersten sonnigen Tage wecken den Wunsch, sofort loszulegen, Beete vorzubereiten, erste Kulturen zu säen und den Garten sichtbar in Bewegung zu bringen. Und doch ist gerade dieser Monat einer, in dem Beobachtung oft wichtiger ist als Tempo. In diesem Video geht es deshalb um beides, um die Herausforderungen, die der März mit sich bringt, und um die ersten Erfolge, die gerade jetzt möglich werden. Es geht um nassen Boden, Spätfrost, junge Pflanzen, erste Schädlinge, aber auch um Aussaat, Bodenvorbereitung und den stillen Beginn eines neuen Gartenjahres. Eine der größten Herausforderungen im März ist das Wetter. Milde Tage mit viel Licht wechseln sich oft mit kalten Nächten ab. Genau diese schnellen Veränderungen sind für junge Pflanzen besonders heikel. Was tagsüber nach Aufbruch aussieht, kann in einer klaren Nacht bereits wieder an Grenzen stoßen. Gerade bei frühen Aussaaten lohnt es sich deshalb, vorsichtig zu bleiben. Kälteresistente Kulturen können zwar schon viel vertragen, dennoch ist Schutz in dieser Phase oft entscheidend. Gartenvlies, Frühbeetaufsätze oder einfache Abdeckungen helfen dabei, Temperaturspitzen nach unten abzufangen und empfindliche Blätter vor Frostschäden zu bewahren. Ebenso wichtig ist der Umgang mit Sonne und Wärme am Tag. Was nachts geschützt werden muss, braucht tagsüber oft Luft und Licht. Werden Frühbeete oder geschützte Flächen nicht rechtzeitig geöffnet, kann sich Feuchtigkeit stauen. Das führt leicht zu einem Klima, das Pilzkrankheiten begünstigt. Der März verlangt deshalb keine starre Routine, sondern einen wachen Blick auf Wetter, Temperatur und Pflanzenzustand. Nasser Boden und richtige Bodenvorbereitung. Neben dem Frost ist oft auch die Bodenfeuchte ein Thema. Nach den Wintermonaten sind viele Beete noch schwer, kühl und nur langsam abtrocknend. Gerade lehmige Böden reagieren empfindlich darauf. Wer jetzt zu früh in nasser Erde arbeitet, verdichtet die Struktur und nimmt dem Boden Luft, Poren und ein aktives Bodenleben. Deshalb lohnt sich im März Geduld bei der Bodenvorbereitung. Ein einfacher Test hilft, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Lässt sich die Erde zwar formen, zerfällt aber bei leichtem Druck wieder, ist sie meist bereit. Bleibt sie als schmieriger Klumpen, braucht sie Zeit. Diese kleine Verzögerung spart später viel Mühe. Ist der richtige Moment gekommen, geht es nicht darum, den Boden tief umzuwälzen. Es reicht oft, die oberen Schichten zu lockern und reifen Kompost oberflächlich einzuarbeiten. Das ist wirksamer als große Kraftakte. Sie unterstützt Mikroorganismen, schützt die Bodenstruktur und schafft gute Bedingungen für die ersten Kulturen. Mit den milderen Tagen kehren auch Schädlinge zurück. Schnecken, Pilzsporen und andere Probleme werden wieder sichtbar. Besonders junge, saftige Triebe sind gefährdet. Gerade deshalb ist der März ein guter Zeitpunkt für vorbeugende Maßnahmen. Schneckenkragen, aufgeräumte Pflanzbereiche und ein wachsamer Blick sind oft wirksamer als spätere Notlösungen. Auch Gehölze verdienen Aufmerksamkeit. Bei Rosen können abgestorbene Triebe bis ins gesunde Holz zurückgenommen werden. Das hält die Pflanze offen und reduziert Krankheiten. Vieles lässt sich früh erkennen, wenn man sich Zeit nimmt. Kaum steigen Licht und Temperatur, beginnt auch das Unkrautwachstum. Vogelmiere und Disteln nutzen die feuchte Frühlingsphase. Im März sind sie noch klein und lassen sich gut entfernen. Wer früh jätet, verhindert Konkurrenz um Licht und Nährstoffe. Hilfreich ist dabei ein bewusster Einsatz von Mulch. Er schützt offene Flächen und hält die Feuchtigkeit im Boden. Zu dick aufgetragen hält Mulch den Boden allerdings auch kühl. Im März geht es deshalb um das richtige Maß. Boden als Grundlage des Gartenjahres. Wenn es einen Bereich gibt, der über das ganze Gartenjahr mitentscheidet, dann ist es der Boden. Er speichert Wasser, hält Nährstoffe bereit und bildet den Lebensraum für unzählige Organismen. Im März wird besonders sichtbar, wie eng alles miteinander zusammenhängt.
Struktur, Feuchtigkeit, Temperatur und Versorgung. Reifer Kompost spielt dabei eine zentrale Rolle. Er verbessert die Bodenstruktur, bringt organische Substanz ein und unterstützt das Bodenleben. Besonders in Hochbeeten oder stark genutzten Gemüseflächen ist das im Frühling wichtig, weil die Wintermonate Volumen abbauen und Nährstoffreserven verschieben können. Eine ruhige, oberflächliche Kompostgabe ist oft genau das, was ein Beet jetzt braucht. Auch Hochbeete verdienen im März besondere Aufmerksamkeit. Die Erde sackt über den Winter oft sichtbar ab. Das ist kein Fehler, sondern Ausdruck laufender Zersetzung. Dennoch müssen Hochbeete vor dem Start in die Saison häufig ergänzt werden. Mit Kompost, lockerer Erde und einem kurzen Blick auf Struktur und Feuchte. Wer hier sorgfältig arbeitet, profitiert später von einem stabilen Wachstum. Die ersten Aussaaten und Vorzuchten. Trotz aller Vorsicht ist der März natürlich auch der Monat der ersten konkreten Aufbrüche. Auf Fensterbänken, in Anzuchtschalen und im Frühbeet beginnt jetzt die neue Saison sichtbar zu werden. Tomaten, Paprika, Sellerie oder Kohlrabi werden vorgezogen, während robuste Kulturen im Freiland bereits erste Chancen bekommen. Wichtig ist dabei weniger Tempo als Passung. Nicht jede Pflanze sollte möglichst früh gesät werden. Manche Kulturen profitieren von einem frühen Start, andere entwickeln sich besser, wenn Licht und Temperatur schon verlässlicher sind. Gerade bei wärmeliebenden Gemüsearten führt eine zu frühe Aussaat oft zu langen, instabilen Jungpflanzen. Im Freiland eignen sich im März vor allem Kulturen, die mit kühlen Temperaturen umgehen können. Radieschen, Spinat, Pflücksalat, frühe Möhren, Pastinaken, Erbsen oder dicke Bohnen. Entscheidend ist ein gut vorbereitetes Beet, eine passende Saattiefe und bei Frostgefahr ein einfacher Schutz. Wer diese ersten Aussaaten ruhig und sauber anlegt, erlebt im April oft die ersten sichtbaren Erfolge. Pflegeschnitte und Frühjahrsarbeiten. Der März ist außerdem ein wichtiger Monat für Pflegemaßnahmen, die später kaum noch nachzuholen sind. Dazu gehören Rückschnitte an Sommerblühern, die Pflege von Rosen und der erste strukturierte Blick auf den Rasen. Solche Arbeiten wirken manchmal unspektakulär, prägen aber das Bild und die Gesundheit des Gartens über viele Monate. Bei Rosen geht es jetzt vor allem darum, abgestorbenes Holz zu entfernen und die Pflanze in eine offene, luftige Form zu bringen. Sommerblühende Sträucher wie Rispen, Hortensien oder Sommerflieder können ebenfalls zurückgenommen werden. Dabei gilt immer, lieber bewusst und passend als pauschal. Auch der Rasen zeigt im März, wie er durch den Winter gekommen ist. Wenn er wieder ins Wachstum kommt, kann ein erster Schnitt sinnvoll sein. Verdichtete oder vermooste Flächen profitieren später von Luft, Licht und zurückhaltender Pflege. Nicht alles muss sofort perfekt aussehen. Wichtiger ist, dem Garten einen guten Start zu ermöglichen. Pflanzzeit für Obst, Beeren und Kräuter. Neben Saat und Schnitt ist der März auch eine gute Pflanzzeit für Ihren Garten. Obstgehölze, Beerensträucher und viele Kräuter können jetzt gut gesetzt werden, weil der Boden noch feucht ist. Die Pflanzen können vor den warmen Monaten gut einwurzeln. Mehrjährige Kulturen danken diese frühe Pflanzphase oft mit einem ruhigen Start. Auch Stauden lassen sich jetzt teilen oder verpflanzen, wenn sie im Vorjahr schwächer geworden sind oder in der Mitte lückig wirken. Solche Arbeiten verbinden Pflege mit Verjüngung und helfen, bestehende Gartenbereiche langfristig gesund zu halten. Selbst kleine Ergänzungen können im März viel bewirken. Ein neuer Schnittlauch im Kräuterbeet oder einige Erdbeerpflanzen an passender Stelle. Vorgekeimte Frühkartoffeln in vorbereiteten Reihen sind keine großen Gesten. Aber sie markieren den Moment, in dem aus Winter wieder Garten wird. Ein Garten als lebendiges System. Ein gelungener März zeigt sich nicht nur an ordentlichen Beeten oder der ersten Aussaat. Er zeigt sich auch daran, dass der Garten als Ganzes wieder in Bewegung kommt. Vögel beziehen Nistkästen, Insekten werden aktiver. Unter Laubschichten bleibt Leben erhalten und erste Blüten öffnen sich für Bestäuber. Gerade in dieser Phase lohnt es sich, nicht aufzuräumen. Laub unter Sträuchern, geschützte Ecken und ein wenig Strukturvielfalt helfen vielen Tieren. Ein Garten muss im Frühling nicht geschniegelt wirken, um gesund zu sein. Oft ist gerade das Unfertige der Raum, in dem Leben entsteht. Wer im März nicht nur an Ertrag, sondern auch an Kreisläufe denkt,
schafft eine stabilere Grundlage für die kommenden Monate. Ein Garten, der Nützlingen Platz bietet und natürliche Prozesse respektiert, muss später oft weniger korrigiert werden. Der März ist kein Monat für Perfektion. Er ist ein Monat für Aufmerksamkeit zwischen Kälte und Aufbruch, Nässe und Wachstum. Vorbereitung und erste Aussaat entstehen die Grundlage für alles, was später folgt. Nicht jeder Schritt sieht spektakulär aus. Aber gerade die stillen Arbeiten wie Boden lockern, Kompost aufbringen, schützen und beobachten machen den Unterschied. Der Garten beginnt jetzt mit Struktur. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast und für Garten Lea.